Goedemorgen, Ola. We zijn nummer 1 in lopen met erbouwing. Nummer 1. Wir versammeln uns zu dir, o großer Gott. Wir versammeln uns zu dir, o großer Gott. Nur zu dir soll dein Volk sich sammeln, denn du bist gut. Wir versammeln uns zu dir, o großer Gott. Wir lobpreisen dich im Lied, o großer Gott. Wir lobpreisen dich im Lied, o großer Gott. Unser Dank gilt nur dir alleine, denn du bist gut. Wir lobpreisen dich im Lied, o großer Gott. Rede durch dein Wort zu uns, o großer Gott. Rede durch dein Wort zu uns, o großer Gott. Deine Hoffnung und Kraft schenkst du uns, denn du bist gut. Rede durch dein Wort zu uns, o großer Gott. Nummer 34. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweigen und sich in nichts vor ihm beugen. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, singt im Geiste nieder, gibt das Herz ihm wieder. Gott ist gegenwärtig, dem die Cherubinen Tag und Nacht gebeuget dienen. Heilig, 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 singen ihm zur Ehre, alle Engel hohen Chöre. Herr, vernimm unsere Stimmen, auch wir geringen, unsere Opfer bringen. Majestät des Wesen, lasst uns recht dich preisen und im Geist dir Dienst erweisen. Möchten wie die Engel wir stets vor dir stehen und dich gegenwärtig sehen. Lass uns dir für und für trachten zu gefallen, liebster Gott in allem. Du durchdringest alles, lass dein Licht uns spüren, innigst unser Herz berühren.
sich entfalten und der Sonne Stille halten, dass wir so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Guten Morgen. Es ist ein großes Verreich, so viel von dir hier welkom te heißen. Es ist eine große Show, dass hier als het opgekommen sind. Und von weitem breit. Von weitem Norden, paar tausend Meilen Norden, von weitem Süden, weiß ich nicht. Wir sind opgekommen von weitem breit. Und ihr seid alle herzlich willkommen von dir und diesem Morgen Gottesdienst hier. Noch eine Bemerkung, ich freue mich zu sein, dass die Kirche wie eine Fernseh anfallen hat, was Mutter gesprochen mit dem, was zu tun, und es leider Früchte noch und Dankeschön für den Rot, was die angenommen haben, das ist mir ein Segen, dort zu sein. Ja, ich will uns hier mit dem Atelier grüßen, und das steht, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Das korte Ausdruck enthält sehr viel. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Von was reden wir, wenn wir von Gnade reden dann? Dann reden wir von Wort, was wir uns nicht verdienen können, ab kein Wahrheit. So dass wir die große Gnade von unserem Herrn Jesus Christus, das hat wirklich wie auf diese Welt gekommen. Er checkt nicht aus uns, ich wurde ein, so viel Tod geschafft und so viel Gerechtigkeit. So, nu haben sie gemerkt, nu haben sich doch mal so viel angestrengt, die Menschen, die haben ja so sehr flietig Fähre was gemerkt, und nu wird man raufkommen. Weißt du was, das wir kriegen anders. In die größte Finsternis, dass die Menschen haben leben, und die Gnade kommt der Herr Jesus rauf. Das ist die Gnade, von wir von der Reden und Anstellung hier zu ihnen. Nächste, und die Liebe Gottes. Der Liebe Gottes, wo wir kein Wort nicht verdient, nicht mal verstehen, weil Gott uns so gut wir. Und dass er in dieser Düsternis von Sinn sein Hand geben darf. Und von der so eine Gemeinde ist das zu gereißen, und so eine Liebe Gottes ist dort. Das ist wundervoll. Das wird gerotet. Das ist nicht mehr größer von ungefähr. Wir sind meist gewarnt, wenn so eine Pharisäer kommt. Ich will bleiben hier, aber jetzt wird, die haben eine tiefe Bedienung in der Liebe Gottes. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Dass der Herr uns noch wird helfen, dass wir da in diese Gemeinschaft mit Arm in ein Geist, und so als Brüder und Schwestern als Gemeinde des Herrn im Geist kommen. Und all das, durch die große Gnade in der Liebe Gottes. Was für ein Verreich. So darum ist das, uns versammeln und uns so ein großes Stück annehmen. Ich würde für eine Abschluss zum Gebet bepassen das. Allmächtiger Gott und Vater im Himmel, wir bringen dir Lobpreis und Dank für die Gnade, für die Liebe und die Gemeinschaft des Geistes. Wir danken dir, Herr, über alles, dass du so groß bist, dass du so herrlich bist, dass du dir immer wahre bewiesen hast. Und von dir noch bewiesen, das in Zukunft bewiesen wirst, das Vertrauen haben. Himmlischer Vater, wir danken, dass wir weten, dass du da bist mit deiner Allmacht, dass wir uns bis sterben stellen und ja, deine Macht. Und himmlischer Vater, wir sind ganz abhängig von dir, wie selbst wir haben nicht, wir kennen nicht. Ans Odem, wenn die wir sprechen, wir werden ganz plötzlich wieder handsam. Aber du bist uns so gut und du schenkst uns im Odem und du hast uns von der Weile die große Gelegenheit gegeben, uns das zu versammeln. Hast uns die Gesundheit geschenkt. Himmlischer Vater, wir bringen dir Lobpreis und Dank. Über alles, was wir dir hören, und du sagst, die sind, was die Esel kriegen über alles. Wir danken dir, Herr, dass so viel Reisen zu deinen, beten wir, sie mit den Sinnerschalierern. Schenken viel Weisheit. Den Geist Gottes Anleitung zu geben. Und der wird in die Klassen gehen, von den Kindern bis die Jugend, dass sie alle werden aufmerksam, teilnehmen und mitleben. Und dass du da wirst, die bezeugen. O Herr, wir danken. In Namen Jesus. Amen.
Nummer 79. Dort sage ich hier, Jesus soll die Losung sein, da ein neues Jahr erschienen. So, da ist noch nicht erschienen, aber dort kommt sich nur da. Und ich glaube, wir können nicht also tun, wenn das noch nicht im Jahr ist oder so nur ist. Dort kann auch von der an soll Jesus die Losung sein für Arme, ne? Nummer 79. Jesus soll die Losung sein, dein neues Jahr erschienen. Jesu Name soll allein den zum Verkehren dienen, die in seinem Bunde steht und auf seinen Wegen geht. Jesu Name, Jesu Wort, sei uns Sieg schallen, und so oft wir annehmen, denn an ihm bekannt ist alles, Macht des seines Namens Ruhm, unser Herz und Heiligtum. Sein Versöhnen und sein Heil wollen wir im Glauben ehren. Also wird es uns zuteil, wird sich täglich bei uns werden, auf das neue Jahr uns freuen. Jesu Namen Seligkeit. Unser Wege wollen wir nun in Jesu Namen gehen. Geht uns dieser Beistand will, so wird alles froh bestehen. Und durch seinen Gnadenschein alles voller Segen sein. Wir sind von dir so dicht am Jahresschluss. Bloß noch ein paar Tage, dann ist das Jahr durch. Das haben wir so ein Stützchen träg, wenn sie das Jahr anfangen dein. Da fällt es noch mal so groß, wie das Meiskheit derch. Weißt du was? Um bloß noch so 63 Stunden werden ja 15 Minuten. Dann ist das Jahr zu Ende. Die Wiesers, dass sie drehen, dass die nicht lange eine Stunde vorbei ist, plus 63 Mal. Dann ist das Jahr vorbei. Was wollen wir noch bescheiden? Was haben wir bescheid? Und 63 Stunden hat noch viel zu tun, nicht wahr? Aber danach einmal, wo wir sehen, was es wieder geht, das meist führt es vorbei. Weil bei Gott halt nicht die Zeit, das bei uns steht, weil bei uns halt die Zeit. Bei jungen Kindern halt die Zeit auch nicht ganz so sehr. Die Jahreswandlung macht bei den jungen Kindern nicht so einen Unterschied.
beantwortet Weihnachten gerade unterscheid, wie es dort jetzt am Geschenke, ja. Wie junge Kinder, ja, nicht so sehr am Jahreswechsel, merkt das nicht so gerade Unterscheid. Bei Jugend merkt das ein bisschen gerade einen Unterscheid. Bei Jugend checken wir mal träg, was das vergangene Jahr war. Was hat das vergangene Jahr mit sich gebracht? Und was waren für Vorsätze gemerkt für das kommende Jahr? Aber dann weiß ich dort, wenn Lieder älter waren, dann immer scheint es, wenn die Jahreswechsel nach mehr ausmerken wird. Und das hat eigentlich immer ziemlich am Gemüt nicht wahr. Wie so Menschen, was ist alles passiert im vergangenen Jahr? Wo sind wir nun? Und wenn ich die mal früher, aber du hast ein bisschen einen Rückblick da von das vergangene Jahr, was kommt dem Sinn? Hast du einen besonderen Gedanken mit dem Sinn kommen, wenn du an denken, dass das Jahr so weit durch? 2019, eine Messe durch. Was sind deine Gedanken? Hast du letzte Jahr all die Gnadengaben Gottes geteilt? Hast du dann gelassen, wie viel Gnadengaben die sind Teil geworden? Wie viel Segnungen der Herr uns auf Luten Teil worden? Oder wird das meist bloß negative Dinge, was wir erfahren haben in das Jahr 2019? Zähl die Gnadengaben. Aber die teilen dann, da immer sagen wir, oh, das ist nicht mehr gut so ein. Das ist so viel. Wo von der, wo wir zurückchecken, das ist so viel, wo wir so viel Ursache haben, den Namen des Herrn hoch zu heben. Und Gott hat alles dir zu geben und ihm zu danken. Wenn wir denken, so viel, was Menschen belebt haben in das vergangene Jahr, was von der Tiden sind durchgegangen, und weil wir an denken, wo der Herr uns gesegnet hat. Dann kann es doch nicht anders als mit Samuel mit Stimmen sein, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Dass wir bis hier gekommen sind, dass wir der Herr uns geholfen hat. Seine Gnade ist so groß über uns. Das fällt sich in das scheinbar Tiden so, es war bloß auf der nicht ist nicht so. Falls der heißt immer so Ursache, dass man bloß auf der nicht ist wirst. Die dachten, wenn das ist durchbrechen wird, dann sich irgendwie nicht mehr Grund hat. Du kannst für dich nicht danken, dass Gott eben das deine ist, wo du eins mal feilst, wo du eben gingst, dort hat deine Hand, dort hat seine Hand eben die hält. Er hat die Läden deit. Ich möchte von dir noch einen besonderen Dank an ihr. Kannst du sie nun von der Höhe geben? Am Danken. Auch da wird scheinbar ist dann wir, dass er danach wir rein die zu drehen in ewig zu halten. Aber hier hat der Herr uns gebracht. Was kann sehr verschieden sein. Von einem Leben bei das andere. Was wollen ein klein bisschen mal hineingehen von einem Heim bei das andere. Sehr verschiedene Dinge sind passiert. Der Herr hat verschiedene Dinge teugelassen in verschiedenen Heimen. Und was kostet danach sein, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Wir weten nicht in Heimen, du hast Krankheit, ihr warst letztes Jahr. Aber stehen sie ganz unerwartet. Scheinbar wir immer eine schlimme Krankheit da. Und Menschen wissen meistens wohl wieder. Andere Heimen, da passiert ein großes Schicksal. Großes Adelig. So ganz plastik wird immer da, nicht wahr? Aber es hält nicht still. Der Herr hält nicht still, die Zeit hält nicht still. Von daher haben wir zurückkicken sein, dass hierher hat uns der Herr geholfen. In anderen Heimen, da passiert ein Stoffall. Ganz hastig wie einmal der Ehepartner war ich. Oder ein Kind wie war ich. Für die Kinder wie hier, da wie die Mama oder der Papa wie war ich. So viel habe ich hier in den vergangenen Jahren nicht so viel Stoffall. Aber wie von dir, wie kann sagen, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Gott ist sehr gut.
Gott ist gnädig. Er hat sich bewiesen, er hat geholfen. Andere Hemen, davon Bekehrungen statt. Das ist hier was sehr Besonderes. Ein Kind, vielleicht, wo die Eltern lang am Gebet haben, einmal bekehrt sich ein Kind. Die Eltern kennen und wir so froh gestimmt. Ihr werdet ein Kind sich bekehren könnt. Denn so eine Freude an. Onder steht, dass sich ein Mann bekehrt, nachher onder steht, dass sich die Früh bekehrt. Und dann heim, wo sich vielleicht beide bekehrt haben. Und wir können von nicht anders sein, der Herr, das Gnädige was. Der Herr hat sich bezeugt von dir in seine große Lei. Nach ein anderer Heim, da passiert das. Da wird eine Entscheidung gegeben, um tiefer zu gehen im geistlichen Leben. Da werden sehr ernste Entscheidungen getroffen. Ja, ich sehe einen Christ, aber das Leben wird tiefer gehen. Laut Gottes Wort, in der Anleitung des Geistes, das Leben wird tiefer gehen. Te verlassen ist die Welt gesagt. Und nicht nur sich beschäftigt, was ist wirklich der Wille Gottes für mein Leben. Dann sind Entscheidungen getroffen worden. Und zwar sehr wichtige Entscheidungen in das Leben, das geht immer viel tiefer. Da wird meine Bibel gelesen, da wird mein Gebet. Gott wird verherrlicht, indem das passiert ist. Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Ich lese es so ging David dort. Weet je, wie gehen durch Tiden durch? Zoals ik eerst zei, dat iets schijnt manchmal so dern zu sein, nicht wahr? Dass wir Angst haben, einmal durchsprechen. Aber die Hand Gottes ist über uns. Weil wir am Vertrauen, weil wir im Glauben gehen. Bei mir kommt es im Sinn des David. Wo macht an, dass die gehen haben, wenn es sein Schwerfutter am Nachstehen und am Leben stehen mit 3000 jungen Mannschaft am Heran. Kijk ein Bild merken. Der Schwerfuhrer dem Schwersinn heran mit 3000 jungen Mannschaft. Krieg durch die Hölle, wo David sich verstärken hat, Krieg in diese Hölle, kämpft Saul an. Krieg in diese Hölle. Aber Saul auf seine körperliche Beschäftigung geht für sich kaputt. Und David geht an und schnitt einen Zipfel. Kämpft still von hängen und schnitt einen Zipfel von seiner Rackel los. Und kann Lothar Saul das wiesen, sei mal, du wirst in meiner Hand. Aber Gott hat dich beschützt. Du wirst beschützt bleiben. Wo mag David das gegangen haben, wenn es heute einmal mit Not ging? Und wenn sie da an den Rock anfuhren, ich fängt an, einen Zipfel loszuschneiden. Und Herr, ich weiß, ich bin große vor. Aber David sagte, bis hierher hat mich der Herr geholfen. So eine Segnungen. So ein bisschen träg, von der, was du mehr stark hast, nie, ich habe mal checken. In Zukunft. Aber wenn du mehr stark hast, geht die checken ein bisschen träg. Wir stellen uns mal ein Bild vor. Im Jahr 2019, Anfangsjahr, Neujahr, da war uns da ein Lager Korb gesagt. Nu können wir in den Korb nennen, was wir wollen nennen. Was hast du alles in diesem Korb gelegt? Freust du für alles, was du gelegt hast? Kannst du mir sagen, ich bin dankbar, weil du alles in den Korb gelegt hast? Oder ist es immer so eine Angelegenheit, wo sie falls, weil du was sagst, was du gelegt? Und weißt du, dass wir unsere Entscheidung, uns wird Entscheidung gegeben, uns wird ganz evaluiert, was wollen wir in diesem Korb legen? Wird es Leib oder wird es Leiblosigkeit? Das ist unsere Entscheidung.
Das wäre nicht so ganz einfach, bloß Leben anzuleihen. Das ist wahrscheinlich nicht passiert, nicht? Aber was ist angelegt worden? In diesem Korb wird da Anfangsjahr oder Neujahr die Ferien gesagt wird. Ist es positiv oder negativ? Was hast du den Korb angefällt? Wird die Stellung mehr immer negativ oder wird die Stellung mehr immer positiv? Das immer etwas sein, auch Haar verjährt nicht so. Für so viel Gnadengaben, so viel Segnungen, dass du uns über deine Eis übergeführt hast, das nicht durchgebrochen ist, Haar verjährt. So viel Negatives. Wird Geduld oder wird Ungeduld? Was in dem Korb anleihen? Was hast du denn gelegt? Hast du könnt je wenig mehr Geduld anleihen? Oder wird es sehr viel mal Ungeduld und mehr Ungeduld? Und das will bloß auf scheinbar überreden. Was hast du denn gelegt? Noch mehr. Wird es ein Vergeben oder wird eine Unverzeihlichkeit? Mit was ist dein Korb gefällt worden? Bist du bereit, den nächsten zu Gott zu holen? Oder hast du große Schwierigkeiten, mit den nächsten zu Gott zu holen? Den loszulassen? Was ist angelegt worden? Gott, nu wollen wir so im Geist, weil wir diesen Korb mal ausschalten. Wir haben alles ausschalten, was der letzte Jahr da hinein. Laat me een beetje durchchecken en zijn. Na iemand zei, oh, durch Gottes Gnade, ik kom das sein. Ik ben zo dankbaar. Durch Gottes Gnade kann ich sagen, für die Dinge, was das sind. Das bloß der Weine, Gott sind die Gnade so groß wie. Und dass Gott mich was hier gehalten hat, ist dort, was der Bern ist. Wenn noch was Gutes ist, ich so, sag ehrlich, hast du Gutes Bern. Also jeder Gutes Bern, aber nur hast du nicht geschafft. Aber dort ist Gott zu verdanken. Für das, was da rausgekommen ist. Aber ein und andere, was da rauskam, oh yes, das ist so. Das stimmt. Stimmt ganz krank. Aber das ist der Blut Jesus ist der. Gott sei Dank. Nicht ist der Blut Jesus der Ewa. Nicht halt das nicht mehr. Das ist nicht mehr, als es sagt, wo wenig, das ist um ihr Blut Jesus gebracht worden. Wahrscheinlich, wenn das passiert ist. Aber wofür hast du ausgeschätzt, was von dir noch liegt, wo das Blut Jesus noch nicht angenommen ist? Wo das noch nicht gestrickt ist durch das Blut. Wofür ist uns dort noch? Das Jahr ist meist durch. Und was wiest das ab, wenn du den Korb fertig geschätzt hast? Wo sieht das aus? Also alleen das Blut Jesu ewa, die Dinge, was du weißt, was nicht bestehen wird, mal der Haar wird sein, okay, was hier nicht wieder. Also gestrickt, also der Eva, das Blut Jesu. Mit diesem wird eine andere vielleicht sagen, sie hat nicht gereicht, dem Herrn zu begegnen. Ich habe dem Korb ausgeschätzt. Und ich sehe es nicht bloß, ich sage nicht gereicht, dem Herrn zu begegnen. Soll dort von dir Platz, der letzte Tag sein, in meinem Leben. Aber das Jahr jetzt ein. Und wenn es wieder geht, fängt bald ein neues Jahr an. Und was geht, wenn dann alles wird dann sein Klo gemerkt worden, dass das Blut Jesu über alles wird immer sein, dort, was dem Herrn nicht gefällt. Wie es einmal sagt in sein Wort,
in Galater Kapitel 6, Vers 7. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sieht, das wird er ernten. Das geht nicht lohn viel. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. So go ein Vers wieder und sagt, wer auf sein Fleisch sieht, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sieht, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. So hier ist nur die große Entscheidung. Das unser Wohl, das ich schon am Anfang sehe, das unser Wohl, was wir nennen im Leben. Das unser Wohl, was von der Sohn wir uitstrahlen. Die Former strahlt so uit, wenn ihr so tiet es uitzustrahlen, dann strahlt ihr uit, heute er sich entscheiden, das je bei dit und dit uitstrahlen. Zoont en zoont, zo'n nummer. En weet je wat vandaag nog veel de reden is? Ik zie zo dankbaar dat ik dit heb uitgestreden. Het nächste zeg ik wens ik het anders. Het is met een onderhouden en zeggen, ik wens ik het anders gehandeld. Als im Geistlichen genauso. In ons Leben, wir bekennen als Christen zu sein, nicht so. Es ist nicht nur so, dat iemand zei, ik wens, ik kan toch een andere nummer uitgestreden. Ik wil me niet goed tegen wat ik uitgestreden heb. Maar weet van jou, ik heb nog alles in het bloed Jezus brengen. En van jou hebben we zeggen, maar hier heeft de haar geholpen. En we daarom vertrouwen wat ik wieder. Dat zegt je zo klaar, wer op zijn vlees zijn dat, die wordt van vlees tot verdorven aan. Keiner will dit verdorven arn. Keiner mag so eine schreckliche Art entgegennehmen. Aber der Gute von dort in diesem Vers, als wer aber auf den Geist sieht, der wird in den Geist das ewige Leben ernten. So hier war die Entscheidung, die kommt hier so klar raus. Wir können entscheiden, was wir wollen. Nicht haben dort, was wir gestreut haben, dat hebben we met zo'n strijd hebben we niet goed opvallen, dat hebben we boos gedaan. Want de Herr uns wird wieder, nach der andere 62,5 Stunden schenken, das Jahr, die dann noch rechte Entscheidung treffen. Und dann werden uns dann ein frischer Korb hinsetzen. Sagen, nu kostet wir eine Anleihen von frisches Jahr. Das damals ganz rein sein. Aber wir nicht luren, was dann. Wenn der Inhalt fehlt, tja, von dir dann. Dat de Abschluss, kun je sehen, der Abschluss sein von het Jahr, nicht wahr? Wer op zijn Fleisch zet, wordt van de Fleischart, maar wer op den Geist zet, wordt van dem Geist het ewige Leben ernten. Dan, wenn wir nu aan denken, aan dat uitstrahlen en arten, ook zo is het in ons afgeven. Wat hebben we in den Korf gedaan laatste jaar? Wir bewältig door een duil aan te leiden und denken, wo kann ich Menschen auf diese Welt bringen? So arm ist das jetzt, meist krijgt nicht zu eten haben, oder andere verhebt nicht zu eten haben. Und so ein sehr recker Dash, als wie diese Deel waren gesehen haben. Was habe ich gestritten in den vergangenen Jahren? Veel is gegeven worden. Veel is uitgestreden worden. Aber eins moet je hem zo erop aan, dat de iets wel nog wat terughoudt. Weet je, in die zoot, waar zo'n zoot staat uitstreden, dat brengt verdorven met zich. Daarom is dat een aansporing. We hebben uitstreden, zo'n wat we hier in aarden wil. Omdat de Segen Gottes wieder kommt gaan. Deze tijd is nu voorbij, zo wie het voorbij is. Dit jaar, 2019, vom 1. Januar bis 29. Dezember, 25:14, als de weet voorbij is, nu voorbij is. Deze tijd, die was du euch wieder frisch beleven. Du hast keinmal waren in dit Land stehen, wat du nu hinter die hast. Wenn du an einem Strom bist, und du stehst im Stromboot an, du wirst niemals waren das selbst Boot an stehen. Krieg das selbst über die hinein stehen. Wisst ihr, wo das war geschält?
Du warst nicht, was sagst, wo dann anstehen. Darum ist es wichtig. Dort in dem Korb, dort nehmen, was mir frei, wenn ich sage, ja, das ist eine Wahrheit. Aber das, was ich danach tun habe. Gott ist nicht genug, wie sie graut. Ich befehle im Gebet. Ich sage immer, was in göttlichen Wellen. Ich besomme zu tun, dass ich wurde als ein geistlicher Strieder Jesu Christi da sein. Und anderen geleicht. Von der darf ich gesehen sein. Das ist der eine Seite, der andere Seite. Haar für Jeff. Noch zu viel. Nein, geleicht. Wo kein anderer war für wir, was er Busse zu tun. Sag mir, dass ich gehen, du weißt, wie die das gehen haben. Aber der Strom würde immer näher stehen, besser. Und das selbst gut, da wahrscheinlich war er stehen. Das war's. So was das vergangene Jahr war. Als der irgendwas, wo ich doch gleich ein Klart zu merken, dort die ganz Frau und gesehen übergehen in das neue Jahr nehmen. Dann haben wir 3 hier noch 1. Samuel, Kapitel 7. Wo kam das Samuel bei dort kommen können, dann kann das sagen, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Das kam damit durch, wenn sie das Volk taubropen deed, dat wir Zeit Buße zu tun. Und das Volk deed Buße. Das Gute denkt wir, das Volk nimmt das an, wenn es abgeraubt wird, Buße zu tun, und dann denken sie Buße über diesen Asteroid, was sie denkt haben, in Berlin, was sie denkt haben, so wieder. Und sie den Buße darüber, und der Haar bezeugt sich, und dann, wenn es das ist, passiert ist, haben Buße getan, dann sieht Samuel, reicht einen Stein ab, aus dem Tee. So, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Kannst du von dir einen Stein abrechten? Oder hast du einen Stein abgerechten, kannst du von dir sein, im Namen des Herrn, wird hier auf der Haar gehalten. 1. Samuel 7, Vers 12. Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Dann an wieder die Ehe, der Anerkennung, Lobpreis und Dank bringen für all die göttlichen Segnungen und die vergebende Liebe Gottes. Und der Herr uns was hier gehalten hat, und er wird wieder halten. Macht der Herr so gut sehen. Weil wir uns singen Nummer 44 über Glaubenslieder. Nummer 44. Wenn du in das Leben stürmen bist, verzagt, wenn dein Herz voll Sorge, mutlos wankt und klagt, zähl die Gnadengaben, denke noch daran, und du wirst nicht wundern, was dir Gott getan. Zähl die Gaben, denke noch daran, zähl die Gaben, seh, was Gott getan. Zähl die Gaben, denke täglich dran, und du wirst nicht wundern, was dir Gott getan. Wenn du müde seufzest von der Last dich schwer, wenn dein Herz nach Frieden willen aufblickt, zähl die Gnadengaben für Christi Blut. Jesu Heilands Liebe macht dem Schatten Mut.
Okay, wir wollen uns Bulletin nehmen, einmal ein bisschen bechecken, was für die nächste Weg on ist. Aufruf sagt, und bin deshalb in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen, bis an den Tag Jesu Christi. Wir denken an, er hat ein Jahr angefangen, und das ist dahin geworden, und du fängst nun ein frisches Jahr an, wird wel anfangen, und dort will wir mit dem Herrn, und dort will wir mit am Vorig merken. So ist ein Zitat hier so gesagt, das neue Jahr wird kein Jahr ohne Angst, Schuld und Not sein. Es kommt aber darauf an, dass es in aller Angst, Not und Schuld ein Jahr mit Gott sei. Also ein Anfang mit Christus, wo eine Geschichte mit Christus folgt. Also dort merkt der Unterschied in all das, was wir bejahen hier so appelliert, wo der Feit diese Stoffe sind ihr betreten, das haben wir dort nahm. In den Zeit, du so wel der Haar durch sein, und dass wir mit am den Weg gehen. Dat waarom dat erop aankomt. Goed, we zijn hier als nächste dat de gemeindekoor wil zingen. En dan nu dem de boodschap van de Japanische Peters. Ze zijn hier zo welkom bij de boodschap hier met familie Taub. En mag God dat zegenen. We kennen ons ook van de Bibelschool. Zijn je Taub ook om Kommentaar in de Deinerschool. Zo daar hebben we ons onlangs mogen zijn. En als andere Trackigkeiten, wat ze hebben, ook in de gemeinde, zo ganz strak zijn ze ook. Vielleicht uns dat ze gaan kunt hier zijn de wegen. Eerstens hier zo, van de klok 2:30 namiddag als Jugendstunde. Vielleicht mal voor de Jugendlehrer wat ware Arbeit merken en wat plan met een Tag, dat is een bijzondere serie. Mondag sowas trafen de Dirigenten zich met de Deuner-Top, Dirigenten in Deuner, en een klein beetje checken, fresh Arnen voor het nächste jaar. En ook nu wat je Schwester Harry Wallentree zijn, fresh tot Arnen, dat we
wieder das Gesang fördern. Drittens, du sollst Gemeinschaftsabend sein am Neujahr. So werden wir das neue Jahr diesen Woche anfangen, durch die Gelegenheit. Willkommen zu dem Jahresanfang, Neujahr, Feier. Du sollst ein Gemeinschaftsabend und sowieso auch Gottesdienst vormittags. Das die hier sein, jeder einer ist herzlich eingeladen von Neujahr zum Gottesdienst. Das hier so sein. Viertens, Freitag, Klock 7, als Jugendabend, morgen dort Jugend, also Volleyball. In Sinnung wird dann nicht Gebetstunde sein, wenn da viel an ist, auch wegen Neujahr und bei der Desaster kommt. Für bitte ein neues Gnadenjahr, der Herr, der als gut gewasst wird hier, und wenn der Herr das schenkt, dass wir machen ein Jahr mit dem Herrn anfangen. Und nicht bis Anfang, aber auch durchfahren. Vielleicht weiß wir nicht, was uns erwarten das kommende Jahr, aber mit dem Herrn, das ist das, wo wir dann sicher gehen von dieser Seite. Was hier nicht boven ist, sind die Andachtsbeker, morgen dort, wenn wir rückkommen, sind die Andachtsbeker, nehmt ihr die mit, fahr ums Morris mit Familie taub. Vielleicht ist dort eine Entscheidung, was die wollen merken. Und dann wird hier in der Ende, da haben wir alle eine Andacht mit Familie, eine Morgenandacht. Ist dort einmal eine Entscheidung für das neue Jahr, dort ist, was wir jeder davon haben, entweder das Morris oder das Huves, wo das nicht ist, ist die Gelegenheit. Sechstens, du Almosen von Fegesündag in der Halde der dann taub, also dann 34.270 Peso und 480 Dollar. Hast du noch was da viel zu sagen? Okay, dann gebe den Chor Gelegenheit für ihre Leiter, bitte schön. Ich habe über den dann hier so unten. Ja, wir haben gedacht, zwei Lehrer zu singen. Das sind also gedacht als ein Abschluss vom Jahr. Und wir singen, haben das Film immer gesungen und wir sind auch mitgekommen mit den Gedanken von dem Dichter. Und ich mochte bloß irgendwie zu lesen, dass hier würden wir das mitgerieren. Ein von den Leuten, was ziemlich sehr mit den Gedanken zurückkommen, was Bruder John hier für Einladung hat. Das erste Leid, das gemeinsam hat uns Gott durch diese Welt, durch diese Zeit gegeben. Und ich werde bis immer so lesen und dann wollen wir die Wässer Dinge morgen. Da singen wir das noch. Gemeinsam hat uns Gott diese Zeit geschenkt. Schaut zurück und sieh, was er für uns getan. Schon oft hat er die Schwierigkeit zum Guten gelenkt. Der große Gott, wir beten dich an. Zweite Vers singen wir haben es gesehen, dass Gott wachsen lässt. Jeden Tag durch Freude und durch Traurigkeit. Als wunderschöner Baum, der nun steht felsenfest, bist du gereift durch Gottes Gütigkeit. Wenn wir hier denken, dass wir umwandeln auf eine Gemeinde, dass wir umwandeln auf eine Familie, und auch eine Ehe. Gott hat uns ein Jahr gegeben, wo wir können gemeinsam top leben. Und dann haben wir das belebt, dort sind verschiedene Tiden gewesen, es sind schwere Tiden gewesen, aber haben uns die Tiden, was wir belebt haben, haben uns Rieper gemerkt für das Leben. Ich habe manchmal das auch nicht, dass wir Werte wollen, Meid wollen, und dann lassen wir uns nicht formen, durch das, was wir beleben. Und das hat uns mitmerken. Der letzte Vers singen wir noch, nicht immer war das so wie ein Frühlingstag, in dem Sturm und Graufluss manche Träne, die doch niemals ging die Sonne unter an einem Tag, ohne Vergebung gefunden zu haben.
En dan zijn we ook waar God is gnädig was, niet voor mensen heeft gefehlt, wo die Mensch hat Gott hat vormen, wo der Mensch door ja, aber Gott in die Nähe gefeilt, wo er das Topje bereiten, aber das Buch fertig war. Der letzte in von dem Chor singen wir nach, denn die Liebe ist stark, wie der Tod. Die Liebe gibt den anderen niemals auf. Gott hat uns diese Liebe geschenkt und gibt die Kraft, sie lebendig zu halten. Ja, gibt die Kraft. Da weet je dat ook veel meer aanstellen, niet dat we die wirklich lebendig houden. De nächste Vers, dat zingen wir, steht, chip mal einmal drei mit der Johann. Dreh dich nochmal um. Singen wir das was? Dreh dich nochmal um und schau zurück. Lass das Jahr an dir vorbeigehen, Stück für Stück. Willst du das wollen, nicht? Wir checken drei, und dann wir all die einzelnen Dinge checken wir drei in uns Leben. Wir den drei checken im Leben. Für dich, okay, Stück für Stück, freu dich über gute Stunden. Danke auch für all die Wunden, die der eine oder andere Tag dich schlug. Ich habe alle verschieden belebt haben, aber da sind Wunden passiert an uns. Von einem oder anderen sind sie gekommen. Wir haben Wunden gekriegt. Aber hier sagt der Dichter, sagt, dank Gott dafür. Und ich glaube, der weiß, ich habe Formen in der Band, Tragen in der Band, der kann das. Wieder singen wir zweiter Vers. Manchmal drücken Sorgen uns ganz schwer und sie lassen uns dann keine Ruhe mehr. Auch von diesen will Gott lösen, will uns schützen vor dem Bösen, denn dies alles selber schaffen kannst du nie. Und vergiss nicht, dass dein Leben Gnade ist, dass du nur von Gott abhängig bist. Der dritte Vers. Gott hat seinen Sohn für uns gesandt, hat uns aus Liebe sich zu uns Sündern bekannt. Will die Schuld uns ganz vergeben, bietet uns das ewige Leben. Glaube nicht, dass du dich selber retten kannst. Dan einmal waren we in de koor. En dat we pas eenmaal even gaan, dat je met die gedanken met z'n uitkomen kan. Gemeinsam hat uns Gott diese Zeit geschenkt. Schau zurück und sieh, was er für uns getan. Schon oft hat er die Schwierigkeit zum Guten gelegt. Der große Gott, wir beten ihn an. Getragen und geführt, behütet und beschützt, von Treue, von Liebe und Geduld. Als Vater, der sein Kind auch in Ewigkeit nicht lässt, nimmt er uns an der Hand, will auch in Zukunft bei uns sein. Gesehen, dass Gott wachsen lässt, jeden Tag durch Freude und durch Traurigkeit. Als wunderschöner Baum, der nun steht felsenfest, bist du gereicht durch Gottes Gütigkeit. Getragen und geführt, behütet und beschützt, von Treue, von Liebe und Geduld. Als Vater, der sein Kind auch in Ewigkeit nicht lässt, nimmt er uns an der Hand, will auch in Zukunft bei uns sein. In den Sturm und Graufloss manche Tränen. Doch niemals hängt die Sonne unter an einem Tag,
zu haben. Denn die Liebe ist stark wie der Tod. Die Liebe gibt dem anderen niemals auf. Gott hat uns diese Liebe geschenkt und gibt die Kraft, sie lebendig zu halten. Getragen und geführt, behütet und beschützt, von Treue, von Liebe und Geduld. Als wartet sein Kind, auch in Ewigkeit nicht lässt, nimmt uns an der Hand, will auch in Zukunft bei uns sein. Dreh dich nochmal um und schau zurück. Lass das Jahr an dir vorbeigehen, Stück für Stück. Freu dich über gute Stunden, danke auch für all die Wunden, die der eine oder andere Tag geschlug. Und vergiss nicht, dass dein Leben Gnade ist, dass du nur von Gott abhängig bist. Für dich ist er arm geworden, für dich ist er auch gestorben. Danke Gott dafür an jedem Tag. Danke Gott dafür an jedem Tag. Manchmal drücken Sorgen uns ganz schwer und sie lassen uns dann keine Ruhe mehr. Auch von diesem will Gott lösen, will uns schützen vor dem Bösen, denn dies alles selber schaffen kannst du nie. Und vergiss nicht, dass dein Leben Gnade ist, dass du nur von Gott abhängig bist. Für dich ist er arm geworden, für dich ist er auch gestorben. Danke Gott dafür an jedem Tag. Danke Gott dafür an jedem Tag. Gott hat seinen Sohn für uns gesandt, hat aus Liebe sich zu uns sündern bekannt, will die Schuld uns ganz vergeben, bietet uns das ewige Leben. Glaube nicht, dass du dich selber retten kannst und vergiss nicht, dass dein Leben Gnade ist, dass du nur von Gott abhängig bist. Für dich ist er arm geworden, für dich ist er auch gestorben. Danke Gott dafür an jedem Tag. Danke Gott dafür an jedem Tag.
Dankeschön, Chor. Sehr diepe woordheidsgemäße Lied gesungen worden, wodurch Gott angebetet wird, in eine schöne Harmonie. Ich möchte Herr segnen und wieder Mut schenken, in den Chor wieder zu dienen. Gut, dann hier wird nächste die Botschaft von Frau Pancho. Sind wir reich. Und sonntagsmorgens zum Gottesdienst zu fahren, wo wir da das Kinder Gottes uns versammeln, wo wir den Seiler Gott tun, wo wir alle gleich zeugen können von Segnungen, was der Herr in uns Leben getan hat. Und wo wir gleich auch alle zeugen können, wenn wir drei kicken, dass wir unsere Hand und verführen, in uns vergangenen Jahr nennen kicken, was es dort war. Und dann gleich können wir auch alle von Tiden vertellen, wo der Herr uns hat Gelegenheit gegeben, dass wir dürfen auf unsere Knie gehen, nicht so? Ich glaube, von so einer Tiden können wir auch reden. Ich bin noch angeredet worden von der uns morgens. Und ich bin so sehr dankbar für Gottes Führung. Ich habe Gebet und ich stelle mich für jemand Gebet, wo ich dankbar für sie, dass der Herr wird reden, dass Gottes Wort wird verkündigt worden, so weich aus der Herr wohlgefällig ist oder verkündigt wird. Und wo das dann utkommt, dass wir ab dasselbe Ziel können sein, nachkommen, dass das eine Fortsetzung ist, oder ja, ein Wiedermerken ist von der Timer, was wir gehört haben, was so weit, Leute, was wir gesungen haben, was so weit. Wenn wir denken, wo wir von der uns sind, und den Tag, wo wir von der uns sind, der letzte Sonntag, und für viele vielleicht die letzte Botschaft, was wir das Jahr hier tun, wo wir uns für den öffentlichen Gottesdienst taubgeropen wurden, angeladen sind. Und dadurch ist das ein rechter Moment, aber einfach nur treten kicken. Nicht treten kicken, am Proben unsere Vergangenheit zu verändern. Nicht treten kicken, uns anfangen zu grämen über Dinge, die passiert sind. Nicht treten kicken, irgendwo an so Dinge festankern, wo wir keinen Unterschied mehr merken können. No. Wo wir treten kicken tun, und kicken, wo ist uns Leben gewesen. Und wir dann eine Lehre nehmen und kicken, was will ich mit das tun für das nächste Jahr, wenn der Herr wird Leben schenken, wenn der Herr wird die Not geben, und wir darin durch das nächste Jahr anfangen zu leben. Ich habe meine Eberschrift von meiner Botschaft von der gesagt, was wir die Frucht? Vergangenheit. Was wir die Frucht? Eine Einleitung, hier wir Gott seine Sieg, hier wir Gott seine Gnadentaten, Gott seine Geistesgaben, Gott seine Gaben, was gegeben hat, seine Wohltätigkeit, was uns Menschen bezeugt hat. Ich glaube, wenn wir die alle würden ab der schleien, wir würden die alle teilen, das würde bloß so sehr viel geben. Wir würden, glaube ich, so dankbar werden, wenn wir die mal alle ab der schleien können, wie könnte das haben. Und nach all dem, was wir nicht Mut angeworden sind, wo der Herr uns geführt hat. Wir haben das für selbstverständliche Dinge genommen. Wenn wir dort nicht alle würden sein, wirklich, da würden wir sehr, sehr dankbar werden, dass der Herr geführt hat. Und nu werden wir uns über ein bisschen nachschauen, was haben wir getan, den Herrn gegenüber. Der Herr ist gut gewesen zu uns. Was hat ich nur wiedergerichtet? Was ist mein Leben gewesen? Was hat mein Leben von einer Frucht gebracht? Und du werde ich ein paar Vers lesen in Lukas Kapitel 6, von Vers 43 durch 46. Lukas 6, Vers 43 durch 46 würde dessen was sein wird. Denn es ist kein guter Baum, der faule Frucht trage, und kein fauler Baum, der gute Frucht trage. Ein jeglicher Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Denn man liest nicht Feigen von den Dornen, auch nicht Trauben von den Hecken. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein Böser, dann saß wie dieser Vers sagt, was heißet ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Wir uns von der Messe und diese Versen hier zu holen. Wir wollen, wenn wir diesen Kapitel vor dem lesen, dann sehen wir dort, wo Jesus durch so eine Arbeit wird, dann sehen wir dort, wo er durch so die Seligpreisungen hat, wo er durch die Wehrufe hat, weh dem wir so tät, weh dem wir dort tät, weh dem wir so ein Leben führt. Und dann sehen wir durch so, wo er von der Feindesliebe reden tät, wo wir unseren Feind sagen, Gott sein. Wo das?
Da fängen wir dort ganze durch an. Wenn wir dort dann so taub nehmen, dann wir lesen natürlich, sagt er, ein Fehler, was sagt er hier? Du hast kein guter Baum, wo du eine viele Frucht bringt. Er sagt dann, du hast kein vieler Baum, wo du eine gute Frucht bringt. Wir werden das hier von der an 5 Punkte am besten betrachten. Der gute Baum, der vieler Baum. Und dann werden wir der gute Schatz des Herzens und der böse Schatz des Herzens. Und dann werden wir das noch umwandeln an unsere verlauschte Zeit. Wo do wir dort hinein? Wo haben wir gelebt? Was haben wir getan? Wovon gefallen hat der Herde und gehört, dass die in Ecke existiert haben, durch 2019, was so weit. Weil wir nur einen Rückblick merken, dass wir getan haben, wir kicken uns 2019 an. Als vergangenes Jahr. Ich glaube, jeder mal einer von uns, die wurden eine ganz verschiedene Begebenheit verteilen, weil die wurden Frauen und sagen, da muss man, wo habt ihr das getan in 2019? Ich glaube, da wurden mehrere, da wurden kurz Hand abheben und wurden sagen, der Herr hat uns so richtig gesegnet. Der Herr hat mir im Täglichen gesegnet, der Herr hat mir im Geistlichen gesegnet, der Herr hat mir eine Familie gesegnet. Ich wurden von so vielen Segnungen vertrauen können. Und dann würde vielleicht ein anderer sein, der würde uns so sagen, nur denkend, denkend sein, 2019 ist ein schweres Jahr. Der würde sagen, ich habe viel gebetet, ich habe viel mir nicht Neues gelegt. Der andere würde sagen, ich habe viel gehielt durch 2019. Und der andere würde sagen, 2019, das wird doch bloß einfach ein Jahr, das ist gewöhnlich. Nichts Besonderes. Wir leben, wir eten, wir schaffen, wir stehen ab, wir gehen schlafen. Das wird der Rot dran drehen. Ich glaube, wir wurden so verschiedene Gedanken wurden überdenken, wenn wir einzeln uns wurden durchsagen und Zeit nehmen, um zu überdenken, was es 2019 war. Für mich persönlich. Was wir meine Frucht 2019? Was hat ich mit dort getan, mit das anvertraute Gut, was der Herr Jesus mir anvertraut hat? Was hat ich mit meinen Gaven getan, was der Herr Jesus mir anvertraut hat? Und gesagt, woche mit diesen Gaven, und so habe ich die anvertraut. Was für eine Frucht hat das gebracht? Wo du ich von dir, wenn ich nicht zurückkicken darf? So sage ich am Anfang sagen, wir wollen nicht zurückkicken, um uns irgendwo fest zu ankern und die Dinge nicht loslassen. Das wir halt jeden, wenn die Dinge sind, die in der Buße bedürfen, dann werden wir Buße tun und dann werden wir fairer wegkommen. Wenn wir durch dort, was wir gelehrt haben, belebt haben in 2019, werden wir dort ein Segen merken für das kommende Jahr. Ich habe so eine große Dinge und ich habe so viel mit tun. Ich weiß nicht ganz genau, was dir dazu bekommt ist. Aber hier ist zuerst die Rede von ein guter, das heißt, dann ist es kein guter Baum, der faule Frucht trage. Wer von uns erst mit Baum bekommt? Ich sage, jeder mal einer erst bekommt mit uns, wo ein Baum schaffen wird. Jeder mal einer weit von uns, wenn wir reden von ein guter Baum, dann weit wie was ein guter Baum ist. Wir haben doch kurz mehrere Charakteristika, wo wir den Baum tauschschreiben, und sagen, ein guter Baum, der muss das haben, der muss dort haben, der muss das haben, der muss so ausluten, der muss gesund sein, der muss an der rechten Zeit anfangen zu blähen, der Blärer, der muss an der rechten Zeit zurückkommen, der muss in der Blärer der rechten Zeit verlieren, der muss sich nicht sich merken für den Winter, dass er nicht verfrieren wird, dann haben wir ein toll Ding, sagen wir, das ist der gute Baum. Ich sage nicht zu sagen, mit Apfelbaum bekommt, ich sage da mit Nebenbaum bekommt, ein Nebenbaum, wenn hier reden wir von einem guten Baum, weil dann sagen wir ein toll Dinge, ein toll Eigenschaften, was das Baum muss haben, was wir sagen, das ist ein guter Baum. Ein guter Baum, der muss starke Wurzeln haben. Und eine starke Wurzel muss eine gute, fruchtbare Erde angewurzelt sein. Der Baum an sich, der kann nicht gut sein. Es sei denn, du hast was dran, was den Baum halten, gut merken. Ein guter Christ kann nicht gut sein, es sei denn, du hast was dran, was den Christ wird ein guter Christ merken, was du Wort kann, wo anwarten. Ein guter Baum, der muss zu der rechten Zeit auslöten. Wenn ein Baum April kommt und der Baum der lädt nicht aus, dann sei mit diesem Baum erst was erreicht, das ist ein fühler Baum. Und da wird manchmal, wenn ein junger Baum ist, dann wird den leer gebracht, den wird aufgeschnitten. Weil der soll nicht so viel Kraft nach Hause schieben, der soll die Kraft bei leer haben, der soll irgendwo, was den Baum gezwungen, der soll auslöten. Verschiedene Dinge kann wir tun. Aber dann sei wieder all, das Baum, der ist schwach, das Baum, der ist viel.
Was wird wieder passieren? Wenn ein guter Baum, wird der Reich utloten, der wird der rechte Tiet, der wird nicht tautätig, der wird nicht bitter am Tiet sein, der wird kalt an der rechte Tiet sein. Und wenn ein Baum der rechte Tiet ist, dann wird der was von sich merken. Ein guter Baum, der wird von Anfang an zu sein, als das Wort wird sein, was du dankbar ist, als das Wort wird sein, was wir wollen utreden und wollen dort am frischen Sachen an der steht. Dort kann wie so mehr Furt sein. Wir geben dem Baum eine kleine bisschen Chance. Und dann sehen wir das all, als dort ein guter ist oder nicht. Das Aufschnitt sage ich hier so, denn da ist kein guter Baum, wo das Wort eine viele Frucht trägt. Wenn ich nur das Ding kicken da, du hast kein guter Baum, wo das Wort eine viele Frucht trägt. Und dann kicke ich an mein Leben an, in der Vergangenheit, bloß ein Jahr trägt. Und dann kicke ich, was für ein Baum ich in mein Leben gewesen bin. Als du ein guter Baum gewesen, wo der eine viele Frucht gebracht, dann sag ich dir das erst allmählich. Die Natur lehrt uns dort auch. Du kannst nicht ein guter Baum sein, wo du eine schlechte Frucht hast. Wo du eine schlechte Frucht und erst das meint so viel, du erst auch ein schlechter Baum, wo die Frucht produzieren wird. Das guter Baum, wo wir uns hier nie von lesen, da, und dort wird einer sagen, du wird eine starke Nahrung nehmen. Und wenn er eine starke Nahrung nimmt, dann hat er sich mehrlich das getan, um sich anzuwarten. Na, wird eine gute Nahrung zu sich nehmen, und dort erst wird ein guter Baum merken, das. Aber ich kann ein guter Baum auf einen unfruchtbaren Boden anplanten, und dann wird der gute Baum, der wird ein schlechter Baum werden. Als wir losgekauft waren von Jesus sein Blut, dann waren wir losgekauft und rein gemerkt, und uns wird auf einen Boden abgesagt, wo du ein fruchtbarer Boden wird. Wo wir sollen antworten können, wo wir sollen gute Frucht von Dach bringen können. Jesus, wenn wir uns wahrlich bekehrt haben, heute nicht der Haufen unserer Sünden reinwaschen, heute wascht das ganze Weg, heute hat uns ganz wild merken, wo du unser Blut rot wird, das ist schnell wild merken. Du wirst keine Frau, als dort ein Gräbet wird, dort wir wild, oder dort wir schwarz. Ein guter Baum, der ist wild, der ist nicht gräb. Ein guter Baum, der weiß, was von zwei an der Ehe zu tun hat, was man von ihm erwartet wird. Ein guter Baum, der wird erwarten, dass am wird reich gefarmt worden, am wird beschnitten worden, am wird, wir können sagen, getüllert worden, dass er wird mehr Frucht bringen, und von am wird Gutes zurückkommen kann. Das ist der gute Baum. Der gute Baum, der weiß, dass am vielleicht irgendwo wird reich gebaut worden, wenn es erst für sein eigenes Geld. Wenn ich einen guten Baum an der Ehe gesagt habe, dann war ich den wahrscheinlich umfahren, oder ich war durch einen Cover überstreiten, wenn es von ich vor Kreuz bringen, ich will nicht haben, dass der gute Baum irgendwo wird Schuden liegen, der wird beschützt. Weil ihr, wenn ich mir das Bild merken darf von einem guten Baum, wovon eine Früchte bringt, und wo wir abposten da da habe ich so ein klares Bild von, wo der Herr Jesus von der und Tag ab ans Christen reagieren wird. So vielmals streibt er in Cover über uns, dass die Versuchung nicht so direkt an uns kommt. So vielmals hast du eine Gemeinde, die sagt Regeln oder die sagt Ratschläge für, wo wir als Christen leben können, als ein Schutz für uns, dass wir nicht irgendwo wollen, mit Wort in Kontakt kommen, was uns in uns Leben wird hinderlich worden. Dort ist es, das gute Baum, nur den wird abgepostet, das gute Baum, der man all dort, der das Baum sich entwickeln für was so eine reiche Frucht bringt. Diesen Baum, dem wird dort gegeben an der Wartlen, wo der Gärtner denken wird, wo dem Wort abnehmen kann, wo dem Wort von der Nahrung nehmen kann, und das Baum, der nimmt dort, und das Schiff dort einfach rührt. Das ist der gute Baum. Das gute Baum, du hast nicht die Möglichkeit für, dass der Wort eine viele Frucht trägt. Das gute Baum, der hat seine, wie können sagen, der hat seine Freunde, der hat seine Nahrung aus der Bibel genommen. Wenn du seine Nahrung, der reine Nahrung aus der Bibel nehmen wird, dann wird du uns auch eine Frucht gekommen, die wird eine gottesfürchtige Frucht sein. Dann haben wir hier das Fehlerbaum. Das Fehlerbaum, weil wir wissen, dass der kann Lot ab eins anfangen zu blähen. Oder der kann viel zu tätig anfangen zu blähen und kann im Frost noch was verfrieren. Das Fehlerbaum, der wartet in der Schmieden vielleicht gleich rüt. Oder der hat eine rechte Richtung. Das Fehlerbaum, der kann wahrscheinlich vielleicht einen schwachen Warteln haben. Der merkt nicht viel von sich.
Der soll allerdings gewassen haben, und wie sein dort, wäre ein anderer Baum vielleicht 1 Meter groß, dann hat dieser vielleicht 20 Zentimeter gewassen. Dann sagen wir dort, das ist ein Baum, wo wir machen, wo online. Das Baum, der ist irgendwo nicht durch, wo der sein soll. Wovon ist die Frucht, die ich erwarten von diesem Baum? Vers 3 sage ich, und kein fauler Baum. Und kein fauler Baum, denn es ist kein guter Baum, der faule Frucht trage, und kein fauler Baum, der gute Frucht trage. Du hast nicht ein fauler Baum, wo du eine gute Frucht bringen kann. Das ist, wie kann sagen, das ist ganz biblisch geschrieben. Und das ist auch dort Natur gesagt, wo wir in der Natur immer weiter sein sollen. Dort Gode, wo die Anstellung gemerkt wird, wo du uns ein Baum hast, wo du fruchtbar sein, du wird zurückkommen. Wort, wo du uns so antit ist, wo du uns nicht bestrebt ist, Wort, wo sich nicht beschneiden lässt, Wort, wo du uns nicht in Gebrück von merkt, wann der Gärtner am dat in Model bringt, wo der Herr Jesus ist, wenn der manchmal an uns sagt, in der Hat an uns, in der Farm uns trägt, wo uns nicht möglich, aber Fried schien zu sein in dem Moment. Wer dort nicht annehmen kann, wer weichert von diesen Dingen, du wird nicht eine gute Frucht rückkommen. Dort ist, was wir hier in diesem Aufschnitt ganz klar sein dürfen. Ein vieler Baum, der wird reinstehen, vielleicht wenn es Oktober ist. Oder wenn es November wird. Und dann kommt die erste Frost und die verfrieren nicht bloß die Blätter. Der Baum verfrisst auch. Weswegen, wenn es der Baum, der hat sich nicht an die treu gemerkt, um seine Blätter aufzuschneiden, der Baum, der wird viel und der dort nicht seine Arbeit zu seiner Zeit. Wenn es hat wahrscheinlich nicht die rechte Nahrung gekriegt. Das Baum, der hat wahrscheinlich nicht auf der rechten Stelle seine Worte geschmitten. Aber der hat wo neu geschmitten, wo er in irgendeine jäftige Nahrung kriegen soll. Und das Baum, der erste Antit, und das Baum, der wird wahrscheinlich Schulden leiden. Nicht bloß ein Stötzchen, der wird für lang Schulden leiden, was sie an mich wollen übbringen, und sie wollen am Dürren zu ersagen. Wollen wir jetzt bloß diese Bäume hier so verführen, da uns steht, und gucken, wo dort arbeiten das? Ich gedankt habe, als solcher Bild, ein ganz menschliches Bild an das sein, was der Herr Jesus hier in so meint, wann er das sein das. Dort ein guter Baum, der wird nicht viele Frucht bringen, und ein vieler Baum, der wird nicht gute Frucht bringen. Jesus redet hier so von der Menschheit, er redet hier so von den Kindern Gottes, ich habe sein. Wo hier so sein, das wird erschaffen ist und wird beschaffen ist. Das vieler Baum, wo sie in der Nordung eine steht, wo der auch Nordung nimmt, eine steht, der wird abschieben, hat der viel Lauf, wo uns angeht ist. Oder der hat viel Bivos, wo uns in Rückkommen, wo der nicht erst beschnitten werden. Die Kraft, die jetzt in so viele andere Dinge nennen, als für das Zweig, wo der heu gesagt worden ist. So viele Christen von der und da, die sind durchaus Christen, die bekennen sich als Christen, die haben zwar ein Jahr durchgelebt mit den Namen, mit den Stempel Christ, aber die Kraft, die Qual, wo sie sich können, ihre Ernährung holen, sie haben die vielleicht auch noch gelesen, sie haben im Heim die Bibel. Die haben vielleicht auch noch Gebrückte von gemerkt, sie haben noch ihre Morgenandachten gemerkt. Aber irgendwo fühlt sich dort schwach und kreblich, dort wir lohnen durch das ganze Jahr durch. Du wirst nicht eine Freude, du wirst nicht Mut. Wofür Bibels als bei diesem Christ, wo diese Energie, wo diese Kraft, was Gott ausstrahlen wird, wo in Gottes Wort fing ist, wo diese Kraft, selbst wo nennen wird, als an dort Worte, an den Sturm, bei Sturm, wo du gemerkt hast, wo du gewassen hast, am Frucht zu bringen. Du hast viel Bibels gewaßt, wo der Hecke ist, als wo der Baum hoch ist. Aber du sind viel Aster, wo du bloß Lauf bringen dann. Und dann fühlt sich dort Christenleben schwach. Entscheidungen wurden schwach gemerkt. Dinge an uns Leben, die ziehen sich alle so, die merken nicht Sans, oder die sind so unsinn. Das Christenleben ist ein schwaches Leben. Ich will ein Christ sein, aber ich habe bloß nicht Sieg über die Versuchung, was Satan mir immer weiter zuführt. Und dann ist es so ein Leben, was ein bisschen so ein Christenleben ist ein Lohmet, was nicht Frieden bringt. Der Herr Jesus will nicht haben, dort ein Wandel mit an, soll bloß immer ein Lieden, ein schwärmiges Leben sein. Freut euch in dem Herrn, sage ich. Und abermals sage ich, freut euch. Dort soll ein Leben sein, auch ein Frieden, wann wir auch durch Anfechtungen gehen, oder durch Versättigungen gehen. Das
gouden boom, der soll de gouden vrucht brengen. En nu een ander ding, want ik doe denken aan een netenboom. Wie sagen dat een netenboom, der soll wie nicht, dat tweede jaar, nu hast der ganz voll Frucht und der bringt vielleicht 10 Kilo Frucht. Ik soll een netenboom nog niet het 10e jaar, dat der 10 Kilo Frucht brengt. Je nachdem, wo du besorgt ist, kann eine Eier sein, oder Luther sein. Aber ich sage, wenn du ein junger Christ bist, und ich kann vielleicht manchmal halt beobachten, wenn die Jugendliche sind, die bekehren sich, die merken sich ab, die merken eine Entscheidung, den Herrn Jesus zu folgen. Dat je wie meest voet zijn als dat een boom is, wat een gouden boom is, wat er aanwassen dat, wat zijn energie en de rechte steden aanschuiven dat, oder als dat een is, wat er met zoveel bijvoors en zijn Christenleben gleich een starker Christen wordt. Du hast vielleicht noch nicht eine Frucht zu sein, aber der Baum, der fängt sich an zu formen. Und der Baum, der fängt sich an zu formen, entweder für eine viele Frucht, oder der fängt sich an zu formen für eine gute Frucht. Und oder das andere, was die Christ mit sich bringt. Und oder das andere, was das Baum bringt. Du und ich, wir haben ein ganzes Jahr auf der Haare genug geschaffen, dass du und ich können beweisen, was uns Baum wird. Was von unserem Baum für eine Frucht kommen da? Das Baum, wo der Herr Jesus hat gesagt, was für eine Frucht ist an den Baum gewachsen. Du und ich haben gehoven. Und du und ich haben abgehoven, gekriegt, mit diesen Goven, flietig an der Arbeit zu sein. Was für eine Goven habe verreicht? Wo habe eine Frucht bewiesen? Oder was für eine Frucht ist durch sie gewachsen? Hat der Herr Jesus das sehen können? Oder habe ich so viel Bibels gehört, mit vielen Lüsten von dieser Welt, mit vielen Dingen, mit Vergnügen, oder mit vielleicht eins Dinge, wo ich Zeit anspende, wo ich für meine Bibel sagen darf. Mit vielen Dingen, vielleicht auch eine Arbeit. Ich kann sagen, ich gleich so sehr durchschaffen, und ich kann mich vielleicht so beschäftigt mit meiner täglichen Arbeit, ich kann diese Bibel einfach ziemlich hängen. Dann hat mein Baum so viel Bibels gekriegt, in der Bibels, die fängt und dicker zu werden, als was der Sturm ist. Und die Frucht, die soll an den Sturm an sein. Wir haben drei kicken. Wir müssen kicken, wo uns vergunnet Jahr gewesen ist. Wo haben wir uns befangen mit dort? Der 44. Vers, erste Part sagt, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Der gute Mensch, der Wort, was Gutes verbringt, uit den gouden Schatz von sein Hort. Wohnt ist das gute Mensch? Was sagt Jesus zu diesen Jünglingen in seinem Abendheim? Was nennst du mich gut? Wer ist gut? Alleine Gott ist gut. Hier sagt es, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Du und ich, wir haben einen Schatz an unserem Hort. Dort fängt wir kurz an diesen selben Vers, wo er wieder sein und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus dem bösen Schatz seines Herzens. Du und ich, wir haben eine Schatzkammer an unseren Horten bauen. Du und ich, wir haben was wir geben tun. Wir haben was wir durchreden tun. Was ist das, was wir durchreden? Wir haben immer zwei Optionen, was wir durchreden können. Wir haben immer eine Entscheidung zu treffen, das wir hier in Deutschland, was von meinem Leben rückkommen wird, was der Schatz an meinem Hort ist, was ich was im Verschieden bringe. Wer ist sonst Gott als Gott allein? Wodurch kann wir Gott sein? Einzig und allein. Man wird seine Familie hier. Wir sind aus menschlicher, aus der verderbenden Natur durch. Aber wir dürfen gerat sein, wir dürfen losgekauft sein. Wo kommt das Gottes Schatz her, was wir im Horten dürfen haben? Ist das, wo ich mich selbst Arbeit habe? Ist das ein Schatz, wo ich mit meinen Händen geschafft habe? Oder ist das ein Schatz, wo der Herr Jesus durch uns Hände gegeben hat, wo wir dürfen mit tun? Ist das, wo wir besetzen dürfen? Wer ist der Steuermann gewesen in uns vergunnet Leben, in uns vergunnet Jahr? Wer ist mein Steuermann gewesen? Wer hat mir Ankündigungen gegeben, wo ich vielleicht Dinge zu tun habe? Wenn wir wirklich Jesus als unseren Steuermann im Leben gehabt haben, dann wird durch uns wohl eine Frucht mitgekommen sein, uit dein oder mein Leben. Wenn wir wirklich den Schatz, den gouden Schatz, an uns Hort nur abgepost haben, wir haben ihn gepflegt.
Wir haben den genährt. Wir haben für den gesorgt. Wir haben uns Leuten uitasten. Wir haben uns Leuten im Bibels manchmal merken. Ich muss meine Prioritäten wieder frisch ansetzen in meinem Leben. Ich habe diese Dinge getan. Ich glaube, dann kann ich von der Person sein, was von vielen Segnungen durch ein Jahr vertrauen kann. Segnungen, die ich vielleicht habe, Neues gekriegt. Aber dann kann ich eine Person sein, die uns von Segnungen durch das vergangene Jahr reden darf. Wenn du eine Person bist, wo du uns so diesen Schatz des Herzens als Reiche was wiederzugeben, dann geht nicht anders als die Kurs von der und drei Kirchen sein und danken den himmlischen Vater für das er geführt hat und das er gelehrt hat durch das vergangene Jahr. Wenn das noch so schwere Tage war, dann habe ich noch immer weiter könnt diese Dinge sein. Ich muss meine reiche Nahrung sehen. Und mein Schatz im Herzen zu bewahren, dann muss ich genährt werden. So ist das gouden Baum, ich kann ihn nicht an die Erde ansetzen, schaden das Loch tau, und ich kann ihn, den ich mal wässern, oder den ich mal eine Nahrung gebe. Wenn ich den nicht wässern, ich den Baum nicht pflegen will, dann wird das gouden Baum, wird so gut anfangen, wird so viel Energie hat, wird so stark, wie es ich den an die Erde ansetzen will, da wird das Baum ankommen. Dasselbe Ding passiert. Uns guter Schatz in unseren Herzen, wo der Herr Jesus du gesagt hat. Ein Schatz wird von ankommen, wenn du nicht wird Pflege kriegen, aber wenn du nicht hast die neue Pflege kriegen durch das vergangene Jahr, dann wird das Schatz wahrscheinlich nicht mehr der Schatz sein, wo der Herr Jesus du gesagt hat. Da wird uns jemand bearbeitet. Da wird uns jemand was mit zu tun. Wenn ich in mein Leben zurückkicke, durch das Jahr 2019, und ich kicke alle Dinge, die ich getan habe, dann sagst du nicht Probe mit. Dann wünsche ich mir, ich habe andere Entscheidungen gemacht. Dann wünsche ich mir, ich habe andere Prioritäten im Leben gehabt. Dann wünsche ich mir, ich habe viel ernster meinen. Ich habe viel über ja für den Herrn Jesus in der Arbeit sein. Dann wünsche ich mir, mein Licht hat noch klarer gedacht, als was ich gedacht habe. Und dann habe ich uns Vorsätze merken, für ein neues Lebensjahr anzufangen. Was passiert, wenn ein gouden Baum, wenn du uns Ankruid ramkamp? Und wie das Ankruid du uns nicht bearbeiten darf. Der Baum kriegt einen vergoten Ast, der wird Schulden liegen. Was passiert mit meinem Schatz, der gute Schatz im Herzen, wenn du uns Ankruid ankommen lässt, der wird Schulden liegen. Wie machen du sein, wie machen weiden? Wie machen das reinmerken, wie machen das reinhalten, wie machen bearbeiten? Und wir brauchen dort, dass wir mit Gemeinschaft mit anderen Helden sind. Wir brauchen dort, dass wir zum Gottesdienst fahren da. Wir brauchen dort, dass wir uns mit der Schrift beschäftigen, mit unserer Familie ist taub. Wir brauchen dort, dass wir manchmal wollen sagen, verjäf mich, wenn ich habe gefehlt. Ich brauche diese dämliche Einstellung. Wir brauchen, dass wir wollen sein, dass dort ich wird automatisch, von Geburt an, auf den Thron herrschen, dass dort ich nicht wahrer Wort, dort Steuerrat nehmen von meinem Leben. Dass wir wollen aufgegeben sein können. Wir brauchen, dass wir uns reinholen dann. Wir können uns mit so vielen Dingen am Leben beschäftigen, aber die kommen so langsam ans Leben nehmen. Das ist eine Geschichte, die kann vielleicht verschieden verteilt werden, aber das ist aus dem Beispiel. Das ist ein Kamel, wo du uns isst. Das ist ein Mann, der reist mit seinem Kamel durch die Wüste und essen so ein Sturm. Und als sie durch die durchreisen, als sie nachkommt, dann holen sie still. Das Mann, der schlägt sein Zelt ab. Und ab eins hier hat das Wort am Zelt von Büten, als er sich will durchleihen. Dann hier dann kijkt er, du hast bis der Kamel, da hast du was ganz am Zelt durchgelegt. Und er schläft und stellt sich ab eins dann hier war dort rüschelt und er kijkt frisch. Und dann sieht der Kamel hat bloß seine Nähe durch so am Zelt durchgestärkt. Aber er denkt, das ist nicht was Besonderes. Er schläft wieder. Und bald, sie kennt es wieder. Er weicht weiter ab und dann sieht und steigt der Kopf durch mit der Fährbeintauben. Und so geht es wieder, weil der Kamel ganz im Zeltbahn ist. Weißt du, das ist, wo Sinn schaffen wird. Das ist, wo Ankruid ran im Baum anfängt zu wachsen. Du kommst nicht große Stiere ab. Du kommst ganz kleine Stierchen ab. Das ist,
wo der Schatz, der gute Schatz des Herzens, so manchmal kann verderben worden. Wo Satan uns anfängt, mit so vielen Dingen klingt besser auch nicht zu merken. Und er fängt uns an Dinge im Leben zu planten, was uns wollen in Ansehen bringen. Was uns wollen, auf eine Pläu zusammen. Was uns wollen merken, dass unsere Prioritäten nicht von Reich eingeteilt sind in unserem Leben. Wo stehst du mit dem guten Schatz an dein Herz, wo der Herr Jesus ist, wo der in die Wohnhof ist? Das ist der Schatz. Wofür die Brücke merkt wie von dir? Ist das Schatz tun so? Nachher tun sie aber von, und ein böser Schatz bringt Böses hervor, aus dem bösen Schatz seines Herzens. Das ist uns ein trüges Bild, wenn wir an das Bild denken. Wir wollen ein Schatz rüberbringen. Ich will was sein, was gut ist, ein gut geplanter Baum, oder ein nicht guter Baum. Wir sind was. Was ist das? Was ist das Leben gewesen für uns? Weil Galater 5,22, wo die Frucht des Geistes haben, das sei wir die Eigenschaften von einem Christ, wo du sagst, die Frucht aber des Geistes, dort ist diese Leib. Die Frucht des Geistes, dort ist eine Freude, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Das ist das gute Schatz am Hort. Und so fängen wir durch auch den Schatz von der Böse. Der böse Schatz wird auch am Hort regieren können. Weil wenn wir ans Leben kicken dann sind wir uns so dann wollte ich, wie darf kicken, wie darf noch ans Kicken sein. Was habe ich gehört? Was habe ich regiert an mein Leben dort vergangene Jahr? Habe ich meinen guten Rennen gehauen? Habe ich mich in Treichformen? Habe ich diesen Schatz, diesen guten Schatz, abbewahrt in die Brücke von dem Meer? Sind ich treu gewesen mit dem unvertrüde Geld, was mir gegeben worden ist, durch 2019? Sind ich okay mit, wenn mir von deren Wort mein ganzen Stadel Quinta fehlgelegt worden, wofür Dinge auf eine positive Schule gefallen wären und wofür Dinge auf eine negative Schule gefallen wären? Würde ich okay sein, mit den Dingen zu sein? Ich glaube, ein Teil von den Dingen, die heavy sein. Wenn wir es dann lassen, dann sei wie die, dann ist dort, da ich du was mit, oder da ich du nicht mit. Habe ich aber eins für mein Leben anfangen, gleichzeitig zu nehmen? Sind ich aber eins, wo vielleicht eine Gleichzeitigkeit angerufen, im Weg von wo ich reden da, im Weg, wo ich über meinen Bruder rechten da, im Weg, wenn wir hier in so einem 6. Kapitel in Lukas kicken da, du sollst wir dort, von woher sage ich, wo unsere Feindesliebe sein soll. Wenn der Nächste mir was wegstehlen hat, dann sollte ich nicht treibfordern. Wenn der Nächste was wer von mir, oder mir auf eine Bank schlägt, dann soll ich ihm die andere Hand holen. Ich soll nicht den Nächsten rechten, ich soll mit mir selbst gehen. Was tue ich mit diesen Dingen? Was habe ich in meinem Leben getan? Was für eine Frucht ist dein Leben gewesen? Jakobus 3, Vers 11 sagt, quillt auch ein Brunnen aus einem Loch, süß und bitter? Kann ein Baum eine sehr feine, sanfte, gute Frucht haben und auch eine viele Frucht haben? No. Wir wollen eine gute Frucht bringen, aber wir wollen eine schlechte Frucht bringen. Ein Loch, da kann ich solche Wutter im Bärtige Wutter zu derselben Zeit haben. Das sagt Jakobus 3, Vers 11. Wo ist uns Leben gewesen? Wenn wir nur einen Rückblick merken, in unser Leben nehmen, was finden wir in unserem Leben? Wo sieht meine oder deine Schatzkammer in unseren Horten aus? Wir haben eine Schatzkammer, wo ein Tag wird Lade geriemt worden, wo ein Tag wird auf die Schule gelegt worden. Wir haben eine Schatzkammer, wo wir von der nach da Ändernissen merken, von der und wieder, aber wir da nicht Ändernissen merken, von der und drei. Das Einzige, was wir können tun, mit Dingen, was uns nicht stemmen tun, wir können mit Jesus sein Blut den Leuten Stempel abgeben. Das ist alles, was wir mit unserer Vergangenheit tun können. Aber wir dürfen lernen von dort und wir dürfen unsere Zukunft unsere Entscheidungen treffen. Was für ein Baum steht in deinem Leben? Ist der geformt? Ist der rein? Ist der unter Schutz? Ist der voll Frucht, wo der Herr Jesus in die Form hat?
Oder hast du vielleicht noch einen Baum in deinem Leben stehen, wo du sagen, dass das Baum, der wird mal gründlich ausgeast, was der wird bestehen kann, wenn der in der Nacht wird beschuldigt wird. Wer war uns selbst froh? Wo selber? Wo stehen wir? Jeder einer für sich selbst. Wann von der und da kann ein Ruhetag, werden wir diesen Ruhetag einfach nehmen, einfach nachdenken. Und werden wir der Herr Jesus fragen, dass er uns wird wissen, wo er uns sein wird. In Lukas 13, da haben wir Verse, die sind mir interessant. Das ist ein Gärtner, wo Jesus ein Gleichnis vertellen wird. Von einem Feigenbaum, der wird erst geplant worden, wo nicht eine Frucht ist. Und dann sagt er, hack den an. Dann sagt der Weingärtner, wenn es der Haft so 3 Jahre stehen. Dann sagt der Gärtner, jetzt noch ein Jahr. Ich will den Dunk geben. Ich will meine mehlste Fleisch umwandeln. Und wenn er dann nicht bringt, dann kommen sie, wie wir nicht anhaben. Wenn wir 2019 nicht okay sind, so es ans Leben gewesen ist, dann werden wir von der in Streit merken, dann werden wir sagen, von hier wieder. Von hier wieder soll das Schatz, der gute Schatz im Herzen, soll durch den Verschieden kommen. Von hier wieder, weil wir den Herrn Jesus ganz handgegeben sind. Wenn ich dann mal Dinge aufsehen in meinem Leben, dort ist sehr, sehr wenig. Im Vergleich für das, was ich kann verspielen kann. Wenn wir an uns gehen, du persönlich, wenn wir an uns gehen, und dann werden wir bewusst ein neues Jahr anfangen, mit neuen Vorsätzen, Entscheidungen, wo der Herr Jesus wird in die Form haben. Ich würde früher einen Abschluss in die Bibel posten lassen. Aber Herr Jesus, wir danken dir, dass du raufkommst im Priestertum für uns. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du reut wirst, die selbst ganz zu geben, zu wollen, damit wir dürfen so einen Schatz im Herzen kriegen. Was du nennst, der gouden Schatz, was auch was eine gouden Frucht rüberbringen hat. Du weißt, dass wir kicken von dir und drei. Wir kicken in uns Jahr an, was du weißt ist. Wo uns 2019 das Jahr ist vorbeigegangen. Und du sitzt gleich. Du hast das Bild durch unser ganz gleich, wo wir gelebt haben, wo von Entscheidungen wir gemerkt haben, wo wir geredet haben, wo wir mit unseren Nächsten gehandelt haben. Du sitzt dort. Und Herr, wir erkennen, dass wir manchmal gleichaltig handeln, gleichaltig wohnen da. Und wir freuen dich, Herr, dass du uns vergeben. Und wirst du uns überhalten, Herr, diesen Schatz, was du kommst, aufzumerken, in unseren Horten zu geben, dass wir den mochten achten, dass wir den schätzen mochten, für das, was er würdig ist. Dass wir wollen kein Fruchtbaum sein, wo wir wollen gute Frucht bringen, wenn die von dir wird geprüft worden, die Frucht hat, dass die wird rein und abrechtig gefangen worden. Wirst du jeder ein von uns, wo wir hier von dir versammelt sind, geben, dass wir unsere Vorsätze wollen, den gemäß anstellen und merken, dass du wahrscheinlich gefunden haben, und Herr, dass unsere Lichter wollen klar dachen. Wenn wir irgendwo vielleicht mit staffig geworden sind, dann haupte wir mochten an uns gehen, wir waren aufwaschen und für die ein klares Licht dachen da haben, in dieser Welt, wo so viel Finsternis ist. Ich bete dir, dass du jeder Bruder, jeder Schwester, jeder Freund segnen und was dir halten, dass wir ans Leben mochten so leben, dass du uns ans segnen kannst. Amen. Muss ich gehen mit den Händen so vor meinem Herzen stehen, kann ich keine Segen bringen, keine einzigare sehen. Nein, ich will viel
Gott, wir haben von dir durch die Eröffnung und durch die Botschaft gesehen, dass es unsere Entscheidung, was uns Leben ist. Gott hat von unserer Hand gelassen und wir dürfen wieder in seine Hand leihen, uns Leben, in einem Unbefehlen, in Beten, und uns verhalten, recht Entscheidung zu treffen, dort zu sein, was die vor dem Herrn sein sollen. Danke für diese anspornende Botschaft, möchte der Herr das segnen. Wieder Bruder Panschen uns noch mal segnen, Lord. Und wir ein Haupt hinein, nach dem Prophets zu lesen. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Mocht vom Feld Gottes voneinander stellen.